Hallo auf unserem Betrieb, dem Betrieb Deters in Osterwald. Osterwald liegt in der Grafschaft Bentheim. Wir haben einen Milchviehbetrieb oder haben 140 Kühe, melken 120 Kühe. Wir haben das weibliche Jungvieh dazu und wir mästen unsere Bullenkälber selber. Zum Ackerbau oder zur Außenwirtschaft, wir bauen natürlich das Futter für die Tiere, versuchen wir zum Großteil selber anzubauen. Wir bewirtschaften ihn als Familienbetrieb mit meiner Frau, mit meiner Mutter, den Kindern zusammen. Also es werden alle helfende Hände gebraucht. Der Betrieb existiert seit ungefähr 400 Jahren, also schon über Generationen im Familienbesitz. Ja, der Ansporn ist natürlich immer wieder jeden Tag den Betrieb weiterzubringen. Wir sind nicht gewinnoptimiert oder maximiert, sondern versuchen den Betrieb schon sehr nachhaltig zu bewirtschaften, dass er auch für die nächsten Generationen zur Verfügung steht und vielleicht sogar in einem besseren Zustand, als er vorher war oder als ich ihn selber übernommen habe. Das ist auch so das Interessante am Beruf, dass man mit Tieren, mit Pflanzen, mit verschiedenen Werkstoffen zu verschiedenen Jahreszeiten, also es wird eigentlich nie langweilig, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist nie eintönig. Das macht schon eigentlich Spaß oder die Freude am Beruf auch. Die vielleicht auch so ein bisschen diese lange Arbeitszeit dann auch so ein bisschen wieder gut macht und natürlich, dass man auch über Tag Zeit hat für die Familie. Die Kinder sind bei einem, gehen mit an die Arbeit oder sind dann bei der Arbeit auch bei einem, fahren auf dem Trecker mit. Das ist nicht, dass man abends um 16, 17 Uhr nach Hause kommt von der Arbeit und sieht die Kinder dann erst. Ja, die Entscheidung für Bosch Beton, einmal die hohe Qualität in den Wänden. Also die sind sehr oder hervorragend verarbeitet, sehr glatt, sehr sauber, ohne Kanten. Und im Vergleich zu den Mitbewerbern ist sehr viel Material drin verarbeitet, sind wesentlich schwerer pro Meter. Und das war für mich dann auch verbunden mit einer Langlebigkeit, dass wir da auch lange Freude dran haben, weil dieses Fahrsilo, was wir gebaut haben, muss natürlich auch in der nächsten Generation noch wieder seine Freude bringen. Das ist doch eine Investition, die sich über sehr, sehr lange Zeit tragen muss. Wir haben die Aufstellung oder die Planung des Fahrsilos sehr weit im Voraus geplant, den Firmen dann auch Bescheid gesagt und so hatte auch Bosch Beton seinen Termin für die Lieferung, den wir dann abgesprochen haben. Wir haben auf den Tag genau diesen Termin auch einhalten können von beiden Seiten. Das hat sehr gut geklappt. Und man muss sagen, das Aufstellen geht ja sehr schnell. Das sind irgendwo 320 Meter Wand. Die sind in 1,5 Tagen aufgestellt worden. Der eine LKW ist weggefahren, der andere ist wieder gekommen. Das war schon eine logistische Herausforderung, denke ich, dass sie das alles so geplant haben, dass sie auch zeitnah dann und zur passenden Zeit hier angekommen sind. Ja, das hat sehr gut geklappt. Ja, Spaß gemacht. Wir haben natürlich zusammen überlegt, welche Wände in Frage kommen. Wir hatten dann auch mit dem Abdecksystem überlegt, ob wir vielleicht nicht doch ein Silo bauen mit U-Wänden oder wie das denn kostenmäßig sich dann auswirkt. Wir haben das schon alles sehr genau gegenübergestellt und haben dann geguckt, welches System am besten für uns ist. Das war schon so ein Entscheidungsprozess, der sich so über so einen Zeitraum dann irgendwo gefunden hat. Und da waren wir natürlich mit Johannes Lögering auch ständig wieder im Kontakt. Und der hat uns da gut unterstützt, ja, auf jeden Fall. Das hat sehr gut geklappt. Das System mit der langen Ferse, das funktioniert sehr gut. Da kann das System gleich drüber herlaufen. Die haben eine sehr große Grundfläche, wo die stehen, können dann nachher wenig versacken, können wenig arbeiten. Das passt 100% zu dem Abdecksystem auch. Das ist ja auch mit der Firma Agritech aufeinander abgestimmt. Und das ist schon aus einem Guss, ja, das funktioniert. Das System sehe ich zwei Vorteile. Das eine ist die Arbeit, dass wir den Silo sehr schnell auf- und zudecken können mit relativ wenig Handarbeit. Und der andere Vorteil, den müssen wir natürlich noch in Erfahrung bringen, weil wir jetzt erst am Befüllen sind, ist in der Fütterung. Wir haben in der Vergangenheit immer jeden Schnitt einzeln einsiliert. Dann war das meist, dass wir da so 3 Monate von füttern konnten. Die ersten 4 Wochen wird schon mal die Ration eingestellt, dann guckt man die Milchkontrolle, dann wird noch mal 4 Wochen ein bisschen nachjustiert. Und bis es dann endlich läuft, hat man noch 4 Wochen und dann ist der Silo schon zu Ende. Und dann fängt das ganze System wieder von vorne an. Und da haben wir jetzt eben mit dieser Lasagne-Silage, dass wir immer alles übereinander haben, dass wir versuchen, ein Jahr dasselbe Silo zu füttern und das dann auch über lange Zeit einfach eingestellt zu haben und so weiter füttern können, dass es sehr konstant läuft. Wir nutzen die Fahrsilos eigentlich, um das Futter der Milchkühe da einzulagern. Es wird das Gras einsiliert, die ersten
4 Schnitte übereinander. Dann versuchen wir die Maissilage, einen Teil, was wir für die Kühe auch brauchen, da drüber zu silieren. Und dann zum Schluss nochmal wieder der 5. Schnitt oben drauf. Und dann hoffen wir, dass der Silo so halbwegs gefüllt ist, dass wir dann das Futter für ein Jahr im Voraus dann gelagert haben. Wir versuchen natürlich den Betrieb weiterzuentwickeln. Man muss auch so ein bisschen am Ball bleiben. So auf diese Siloanlage oder das Absetzsystem habe ich vielleicht vor 10 Jahren auf einer Messe gesehen oder vielleicht ist es noch nicht mal 10 Jahre her. Da habe ich das vielleicht sogar schon so ein bisschen belächelt. Habe gedacht, das wirst du wohl nie kriegen. Und heute haben wir sowas selber. Also da vermag ich jetzt nicht zu sagen, in 10 Jahren stehen wir da und da. Da muss man ein bisschen am Ball bleiben, gucken, dass man ein bisschen agil ja, durchs Leben kommt, durch die Welt kommt und ja, dass man auf jeden Fall den Betrieb auch voranbringt.